Mitte März fand rund um die Gremo in Batumi eine spannende Diskussion über den Immobilienmarkt statt. Ich fasse hier für dich die unterschiedlichen Perspektiven von Marktteilnehmern zusammen. Von skeptisch bis optimistisch, und ich gebe dir damit einen Überblick über die aktuelle Lage und die möglichen Entwicklungen. Viele meiner Zuschauer spielen mit dem Gedanken, nach Batumi umzuziehen und sich eine Wohnung zu kaufen. In den zurückliegenden Wochen wurde in Batumi über die Situation des Immobilienmarktes diskutiert. Das ist heute mein Thema. Dabei gebe ich nicht meine eigene Meinung wieder, sondern fasse die unterschiedlichen Einschätzungen zur aktuellen Marktlage und zur zukünftigen Entwicklung zusammen. Die pessimistische Sichtweise. Nachfrage lässt spürbar nach. Viele Teilnehmer der Diskussion sehen eine klare Trendwende. Die Nachfrage in Batumi hat spürbar abgenommen. Einige Anbieter richten ihren Blick deshalb bereits auf andere Märkte, etwa in Nachbarländer, in arabische Staaten oder nach Zentral- und Südasien. Die führende georgische Investmentbank Galt Taggart analysiert kontinuierlich die Entwicklung des Immobilienmarkts, unter anderem auf Basis des öffentlichen Registers sowie durch regelmäßige Umfragen bei Entwicklern in Tiflis und Batumi. Ihre aktuellen Daten zeigen, die Zahl der Transaktionen auf dem Primärmarkt, gemeint ist der Verkauf direkt vom Bauträger, ist im Zeitraum Dezember bis Februar um 10 bis 12% gesunken. Auch auf dem Sekundärmarkt, gemeint sind Verkäufe durch private Eigentümer, gab es ein Minus von 5 bis 10%. Der Boom der Jahre 2022 und 2023 war laut Experten hauptsächlich durch Sondereffekte wie den Krieg in der Ukraine getrieben. Jetzt, da diese Effekte abklingen, kehrt der Markt in ruhigere Fahrwasser zurück. Die aktuelle Situation wird als nicht besorgniserregend, aber doch als bemerkenswert beschrieben. Ein Überangebot könnte in den kommenden Monaten zu sinkenden Preisen führen. Sollte die Nachfrage dauerhaft schwach bleiben, müssten sich Entwickler auf geringere Gewinnmargen einstellen. Hinzu kommen steigende Kosten für Grundstücke und Materialien sowie neue gesetzliche Vorschriften, die den Bau zusätzlich erschweren. Auch das Beratungsunternehmen Collier analysiert den Markt anhand der Zahl der Transaktionen. In den Boomjahren konnten die Preise trotz steigenden Angebots weiter zulegen. Aktuell sieht Collier weder ein Nachfrage- noch ein Angebotsproblem. Ein Überangebot sei nicht zu erkennen. Viele der in diesem Jahr fertiggestellten Immobilien seien bereits verkauft. Was den Markt derzeit bremst, ist vor allem die politische Unsicherheit. Viele Interessenten zögern mit ihren Entscheidungen, weil unklar ist, wie sich die Lage weiterentwickelt. Wie lange dieser Rückgang anhält, hängt stark von der politischen Entwicklung ab. Die neutrale Sichtweise. Kein Grund zur Panik, aber Unsicherheit bleibt. Das georgische EZ Research Institute hat festgestellt, dass die Immobilienpreise in den letzten 3 Jahren um 36% gestiegen sind, während die Baukosten um etwa 20% zugelegt haben. Davon haben vor allem die Anbieter profitiert. Kurzfristig sehen die Experten keine Anzeichen für eine Krise. Mittel- und langfristig
könnte die Nachfrage aber abnehmen, insbesondere dann, wenn Georgien den Annäherungsprozess an die EU nicht wieder aufnimmt. Die politische Entwicklung spielt also auch hier eine entscheidende Rolle. Die optimistische Sichtweise: solides Fundament mit Wachstumspotenzial. Viele Entwickler sind überzeugt, die Preise in Batumi werden auch in Zukunft weiter steigen. Sie rechnen in den nächsten Jahren mit einem Plus von mindestens 50%. Ein genereller Abschwung sei nicht erkennbar. Der oft erwähnte Rückgang beziehe sich lediglich auf die Anzahl der verkauften Einheiten. Der Grund? Vor allem kleinere Wohnungen seien mittlerweile zu teuer geworden. Schaut man jedoch auf die tatsächlich verkaufte Wohnfläche, ergibt sich ein anderes Bild, und zwar ein deutlich positiveres. Es wurden mehr, größere und hochwertigere Wohnungen verkauft. Entwickler, die solche Objekte anbieten, haben das Jahr 2024 mit erfreulichen Ergebnissen abgeschlossen. Trotz einer aktuell etwas schwächeren Nachfrage erwarten viele kein Überangebot. In einigen Nischen des Marktes sehen sie sogar ein Wachstumspotenzial von 50%. Ein Preisverfall sei daher nicht zu befürchten. Allerdings könnte es für kleinere Unternehmen schwieriger werden. Als positiv wird gesehen, dass der Markt sehr vielfältig ist, dass die Einkommen in Georgien gestiegen sind und dass Banken den Zugang zu Hypotheken erleichtern. Der Markt wird derzeit genau beobachtet. Falls Überkapazitäten festgestellt werden, wollen die Bauträger entsprechend reagieren und ihre Bauaktivitäten anpassen. Fazit: ein Markt im Wandel mit vielen Fragezeichen. Der Immobilienmarkt in Batumi steht an einem Wendepunkt. Während sich die Nachfrage etwas abkühlt und erste Rückgänge spürbar sind, bleibt das Gesamtbild differenziert. Es gibt keine Anzeichen für eine akute Krise, aber Unsicherheit über die weitere Entwicklung, vor allem politisch. Die Preise sind zuletzt stark gestiegen, was bei kleineren Wohnungen zu Kaufzurückhaltung führt. Hochwertige und größere Objekte werden weiterhin gut nachgefragt. Ob der Markt weiter wächst oder eine Korrektur folgt, hängt maßgeblich davon ab, wie stabil und verlässlich die äußeren Rahmenbedingungen bleiben. Soweit meine Zusammenfassung. Wie siehst du die Entwicklung in Batumi? Gehst du von steigenden oder fallenden Preisen aus? Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.